Der goldene Nachmittag senkte sich über die Graslandschaft der Serengeti, trockene Winde wehten über die weiten Graslandschaften. Eine majestätische Löwenmutter führt 3 Junge an, während diese lernen, ihre erste Beute zu jagen. Sie folgten ihrer Mutter dicht auf den Fersen und ihre gelben Augen glänzten vor Neugier, Eifer und instinktiver Vorsicht. Nachdem die Familie stundenlang gepirscht war, ohne Beute zu fangen, beschloss sie, einen Platz zum Ausruhen zu suchen. Der Stamm eines großen, morschen Baumes mitten auf der Wiese bot an einem heißen Nachmittag einen idealen Unterschlupf. Die Löwin lag auf der Seite und lauschte dem Wind und dem Duft des trockenen Grases, der sie umwehte. Die 3 Löwenjungen begannen, um den Baumstamm herumzuspielen, kletterten und gruben ihre Krallen in die raue Rinde. Plötzlich ertönte ein knackendes Geräusch aus der Baumwurzel, das auf eine mögliche Gefahr hindeutete. Bevor er reagieren konnte, kippte der gesamte morsche Baum heftig um und fiel zu Boden. Das enorme Gewicht drückte auf die linke Flanke der Löwenmutter und ließ sie vor extremen Schmerzen brüllen. Das Brüllen hallte über die Wiese, vermischt mit den kläglichen Schreien der 3 Jungen. Sie rannten um ihre Mutter herum, berührten ihr verschwitztes Fell mit ihren Nasen und versuchten zu helfen, aber ohne Erfolg. Winzige Krallen kratzten an der trockenen Rinde, doch der Baumstamm blieb regungslos. Die Atmosphäre war angespannt, goldener Staub flog im Nachmittagssonnenlicht. Ein paar 100 Meter entfernt patrouillierten 2 Ranger, Daniel und Josef, in einem Pickup. Daniel runzelte die Stirn, als er ein Brüllen hörte, vermischt mit einem leisen Schrei, der in der Ferne widerhallte. Josef stellte den Wagen sofort ab und beide legten die Ohren an, um die Richtung des Geräuschs zu bestimmen. Ohne zu zögern stürmten sie mit Ferngläsern, Ketten und Betäubungsgewehren durch das hohe Gras. Als sie sich näherten, verschlug es beiden für einige Sekunden die Sprache. Eine Löwenmutter ist unter einem riesigen Baum gefangen, die Augen vor Verzweiflung weit aufgerissen. Die 3 Löwenjungen dahinter, mit panischen Augen und unaufhörlichem Rufen nach ihrer Mutter. Daniel flüsterte, wir müssen jetzt handeln, sonst ist es zu spät. Josef nickte, entsicherte das Betäubungsgewehr und zielte auf die linke Schulter der Löwenmutter. Ein leises Plopp-Geräusch war zu hören, die Nadel durchstach die Haut, das Medikament begann zu wirken. Der Körper der Löwenmutter entspannte sich allmählich, ihre Atmung verlangsamte sich, ihre Augen waren im Tiefschlaf halb geschlossen. Daniel gab Josef ein Zeichen, eine kurze Überprüfung durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Annäherung sicher sei. Josef nahm die Kette vom Auto und wickelte sie in der Nähe der Bruchstelle um den Baumstamm, um einen Hebepunkt zu schaffen. Daniel stellte 3 handgefertigte Ketten auf und befestigte sie fest an einem großen, noch stehenden Baum in der Nähe. Der Schweiß lief ihnen über den Rücken, als sie begannen, das Hebesystem zu bedienen. Unter dem Geräusch von Metall und kreischenden Kabeln hob sich der Baumstamm Stück für Stück vom Boden ab. Schmutz und Holzspäne regneten wie Regen herab, als das Gewicht allmählich nachließ. Josef biss die Zähne zusammen und versuchte mit aller Kraft, den Baumstamm am Herunterfallen zu hindern. Als der Baumstamm hoch genug war, bückte sich Daniel und schob seine Hand unter den Bauch der Löwin. Er zog kräftig, Zentimeter für Zentimeter, bis der maßige Körper völlig frei war. Die 3 Löwenjungen stürmten nach vorne, doch Josef hielt sie sanft mit der Hand auf, um eine Gefahr zu vermeiden. Daniel legte die Löwin auf die Seite ins Gras und untersuchte sorgfältig jede Wunde auf ihrer Haut. Es gab keine starken Blutungen, aber die Atmung war noch immer schwer und der Magen hob und senkte sich ungewöhnlich stark. Josef führte eine vorläufige Untersuchung des Skeletts durch und vermutete innere Schäden. Wir müssen ihn sofort zum Tierarzt bringen, sagte Josef bestimmt. Daniel nickte und rannte los, um das Auto und die Ausrüstung vorzubereiten. Die beiden hatten Mühe, den über 150 Kilogramm schweren Körper der Löwenmutter in den Lastwagen zu heben. Die 3 Jungen wurden in einen sicheren Käfig neben ihrer Mutter gesetzt, um sie zu beruhigen. Josef schloss den Käfigriegel, sein Blick war noch immer auf die 3 großen, runden, goldenen Augen gerichtet. Der Automotor heulte auf und fuhr direkt auf das Serengeti Veterinärzentrum zu.
Die rote Sonne versank allmählich am fernen Horizont. Das Serengeti Veterinary Center war hell erleuchtet, als sie ankamen. Das Team der Tierärzte brachte die Löwenmutter schnell in eine spezialisierte Notaufnahme. Die 3 Löwenjungen wurden in einen großen Eisenkäfig neben dem Behandlungsraum gesetzt, um in der Nähe ihrer Mutter zu sein. Das Röntgengerät wurde in Betrieb genommen und zeichnete die gesamte Skelettstruktur der Löwenmutter auf. Die Ergebnisse zeigten 2 gebrochene Rippen und einige schwere Weichteilverletzungen. Glücklicherweise gab es keine Anzeichen schwerer innerer Blutungen. Die Ärzte verschrieben Schmerzmittel und entzündungshemmende Medikamente und verlangten mindestens eine Woche Ruhe. Daniel stand draußen und beobachtete jede Bewegung des medizinischen Teams. Josef brachte einen Eimer mit kaltem Wasser und etwas frisches Fleisch und stellte ihn in die Nähe der Stelle, wo die Löwenmutter lag. Als sie aufwachte, öffnete die Löwin langsam ihre Augen, ihr Blick war nicht mehr so wachsam wie zuvor. Es stöhnte leise und leckte mit seiner Zunge leicht über die 3 Köpfe, als sie hineingelassen wurden. Ein Baby rieb seinen Kopf am Hals seiner Mutter und stieß einen leisen Schrei aus. Die Löwin trank Wasser und begann, das zubereitete Fleisch zu fressen. Nachts war seine Atmung gleichmäßiger und sein Herzschlag ruhiger als am Nachmittag. Daniel und Josef wechselten sich nachts mit dem Dienst ab und sorgten dafür, dass es keine unerwarteten Zwischenfälle gab. Am nächsten Morgen versuchte die Löwin aufzustehen, obwohl ihre Beine immer noch zitterten. Es machte ein paar kurze Schritte und legte sich dann neben seine 3 kuscheligen Jungen. Die 3 Löwenjungen spielten fröhlich um ihre Mutter herum und entfernten sich nicht zu weit. Tierärzte stellten eine schnellere Genesung fest als zunächst erwartet. Daniel lächelte, als er die Bindung und Zuneigung zwischen der Löwenmutter und ihrem Kind deutlich sah. In den folgenden Tagen gewann die Löwenmutter ihre Kräfte zurück und bewegte sich sicherer. Muskeln und anmutiger Gang kehrten allmählich zurück, die Augen strahlten Widerstandskraft aus. Am Ende der Woche konnte es im großen Gehege kleine Schritte laufen. Der Naturschutzausschuss stimmte der Freilassung in die Wildnis zu. Daniel und Josef wurden damit beauftragt, die Löwenfamilie zurück ins Grasland zu begleiten. Früh am nächsten Morgen wurde die Löwenmutter leicht betäubt, um einen sicheren Transport zu gewährleisten. Es wurde in einen großen Eisenkäfig gesetzt, 3 Junge in einen kleinen Käfig direkt daneben. Der Pickup rollte den Feldweg hinunter, der in die Wildnis hinausführte. Die goldenen Graslandschaften der Serengeti erstrecken sich, vereinzelte Akazienbäume ragen hoch in den Himmel. Als er den alten Standort erreichte, öffnete Daniel die Käfigtür und trat zurück, um zu warten. Die Löwenmutter trat vor und atmete die Luft und den vertrauten Duft der Graslandschaft ein. Die 3 Jungen rannten sofort zu ihrer Mutter und drückten sich an ihren kräftigen Körper. Die ganze Familie drehte sich um und sah die beiden Ranger im Auto an. Daniel und Josef winkten, als wollten sie ihnen Friedenswünsche übermitteln. Die Löwenmutter führte ihre 3 Jungen tief ins Grasland, deren Gestalten allmählich im Grasmeer verschwanden. Daniel saß schweigend da und beobachtete sie, bis er sie nicht mehr sehen konnte. Josef sagte leise, ich glaube, es weiß, dass wir ihm das Leben gerettet haben. Aus der Ferne ertönte ein leises Brüllen, wie ein Dankeschön an die beiden Wohltäter. Die Sonne stand hoch am Himmel und ihr Licht durchflutete die Serengeti hell und warm. Der Arbeitstag ging zu Ende, doch die Erinnerung an diese Rettung wird sie ein Leben lang begleiten.